Herzlich willkommen bei einem neuen Car Review von Emil Frey. Ich heiße Yara und heute zeige ich euch den neuen Ford Explorer 2024. Der neue Ford Explorer ist voll elektrisch. Da gibt es in zwei Versionen, und zwar Explorer und Explorer Premium. Ford ist ja bekannt für den Big Oval, was hier ziemlich wortwörtlich genommen worden ist und relativ gross angezeichnet ist. Wenn wir weiter runtergehen, was einem auch auffällt, ist schon die grosse Luftöffnung. Wie wir auch hier auf der Seite haben, dass die Luft schön hier um den Radkasten rundherum gehen kann und ein bisschen mehr Aerodynamik gibt. Wenn wir schon hier unten sind, schauen wir uns auch noch die aerodynamischen Leichtmetallfelgen an. Und zwar haben wir hier einen 20 Zoll. Im Explorer gibt es einen 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Was auch noch zwei Unterschiede sind beim Premium und Explorer ist es, dass es beim Premium Matrix-LED-Lichter sind und beim Explorer normale LED-Lichter. Hier oben haben wir Kunststoff, der sich dann hier unten durchzieht. Wenn man jetzt hier aufmacht, finde ich es ziemlich wichtig, wenn da ein Randstein ist beim Parkieren, dass es nicht gerade den Lack wegmacht. Die Textstange ist auch wieder aus Kunststoff. Also habe ich das Gefühl, hebt das gut durch. Wenn man jetzt mal irgendwo anfährt, verkratzt es nicht gerade den Lack. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, und zwar den Kofferraum. Da haben 450 Liter Platz. Wenn man den Rücksitz runterklappt, sind es 1400 Liter. Was ich aber euch jetzt zeigen, und zwar ist da, kann man das runter tun. Und für alle, die Ski fahren oder sonst irgendwie Eishockey spielen, hat schön alles drinnen Platz. So, jetzt würde ich sagen, dass wir mal die Rückbank versetzen, damit ihr seht, wie viel 1400 Liter sind. Die Ladefläche ist fast gerade da oben ganz ein bisschen bei den Sitz, aber ist voll okay. Jetzt machen wir noch die Anhängerkupplung hier auf. Muss man einfach hier einmal klicken. Dann kommt er rauf, muss ihn aber selber dann so installieren. Er zieht 1000 bis 1200 Kilo, was für einen EV meiner Meinung nach recht viel ist. Bevor wir aber auf die Rückbank gehen, machen wir hier den Kofferraum zu. Das ist jetzt nicht mein Favorite Sound, aber ist okay. Dann machen wir jetzt noch Die Sitze fühlen sich extrem weich an und wirklich muss sagen, ist bequem. Sind aus Sensico Lederoptik und da jetzt noch Steppnähte, die ein bisschen auch die erinnern, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, man hat genug Platz. Ich weiss, ich bin nicht riesig, aber immer noch 1,72 und finde es voll gemütlich. Was ich auch noch cool finde, ist, dass es hier keine Mittelkonsole hat. Das heisst, wenn man in der Mitte hockt, hat man immer noch genug Platz. Auch hier haben wir 2 USB-C-Anschlüsse. Und was ich natürlich mega schön finde, was man zusätzlich machen kann, was wir hier jetzt haben, ist das Panoramadach. Das gibt es in hell und hier jetzt haben wir es im Dunkeln. Hocken wir mal hier rein. Ja, das erste, was mir auffällt, es ist überall recht viel Kunststoff. Ja. Die Sitze sind bequem. Ich muss auch sagen, die kann man auch noch optional als Sportsitz bestellen. Hier oben haben wir noch so ein durchgezogenes Detail, das hier die beiden Lüftungen verbindet. Wenn man es schon von Ablageflächen hat, haben wir hier ein Geheimfach, wo man das Portemonnaie, Hausschlüssel, whatsoever rein tun kann. Da haben wir auch noch eine Ladefläche für das Handy. Es ladet. Und was ich mega cool finde, ist hier die grosse Mittelkonsole. Stauig. Nehmen wir das mal raus und schauen, ob mein Laptop jetzt hier Platz hat. Fast! Er schaut ein bisschen raus, aber genug Platz hat er. Und für alle meine Stanley Girls, der Stanley Cup hat Platz. So, wir haben im Ford Explorer 4 Fahrmodi. Und zwar Eco, Sport, Normal und Individuell. Wenn du jetzt auch einen Roadtrip planst, wie wir, die auf Oslo gehen, kannst du hier auf der Seite aufziehen und es zeigt dir genau an, wann und wo du laden musst. Wenn ich jetzt so losfahren würde, wäre mein Fahrlehrer mega enttäuscht. Keine Angst, wir können das Lenkrad verstellen, einmal aufziehen, runterdrücken. Ja, so ist etwa perfekt. Was ich auch mega cool finde, ist, dass man das Lenkrad beheizen kann. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal los. So, jetzt sind wir losgefahren und ich erzähle euch jetzt, wie sich der Ford Explorer so ein bisschen anfühlt. Er fühlt sich overall extrem gut an zum Fahren und so, wir gehen mal die Beschleunigung ausprobieren. Und zwar kommen wir hier auf 80. Er fährt gut, er beschleunigt ziemlich schnell. Ja, wirklich nice, I like. Und jetzt ist er nicht einmal im Sportmodus.
Das Lenkrad ist auch schön beheizt. Was auch noch zu dem ganzen Fahrspaß und absoluten Vibe dazugehört, ist das Soundsystem, das wir haben. Es ist mega gut, und zwar Bang & Olufsen. Die Sitze overall sind bequem, schön beheizt, super für den Winter. Ja, sie könnten ein bisschen einen besseren Halt haben, aber eben, es ist kein Sportwagen, es ist immer ein SUV. Und für das finde ich es mega gut. Was mir noch aufgefallen ist, beim Bremsen muss man wirklich aufs Bremspedal richtig drauf drücken, weil sonst rollt er immer noch ein bisschen weiter. Aber es ist Gewöhnungssache. Er lässt sich wirklich super fahren, extrem angenehm. Du hörst wirklich von außen nicht viel Geräusch. I know I'm biased, weil ich bin ein riesiger Ford-Fan. Jedoch bin ich noch nie ein EV gefahren. Und für das wirklich, ich finde ihn richtig, richtig gut. Also ich würde mir ihn holen. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Und zwar, die Materialien vom Innenraum sind zwar nicht von höchster Qualität, jedoch sehr gut verarbeitet. Auch das Fahren ist recht einfach, mega gut manövrierbar. Ja, was gibt es sonst noch? Mit dem Ford Explorer 2024 kannst du bis zu 600 km fahren. Jetzt kommen wir aber zum Preis. Du kannst ihn ab 41.100 Franken holen, kannst aber auch noch je nach Ausstattung und Batterie bis hin zu 58.000 zahlen. So, und jetzt sind ihr gefragt, würdet ihr euch den Ford Explorer 2024 zutun? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin Tiara, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.